Du bist unsicher, ob die Hortensien geschnitten werden müssten? Und wenn ja, wann mache ich das am besten und vor allem, auf was muss ich achten? Wenn du solche Fragen gerade im Kopf hast, dann bist du in diesem Video genau richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Ich bin Thomas und in diesem Video geht es um den Schnitt von Hortensien. Ja, die Hortensien, die sind ja so ein bisschen zur Modepflanze geworden. In vielen neuen Gärten sieht man die Hortensien gepflanzt und weil die blühen ja auch so wundervoll, meistens im ersten Jahr. Im zweiten Jahr ist dann manchmal so eine leichte Blühpause festzustellen. Und da ist natürlich die berechtigte Frage, kann das vielleicht mit dem Schnitt zusammenhängen? Und deswegen habe ich dir in diesem Video auf 3 Fragen 3 Antworten mitgebracht, nämlich warum sollten wir Hortensien schneiden, wann ist der richtige Zeitpunkt und welche Schnittregeln sind zu beachten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1. Warum sollten wir die Hortensien schneiden? 3 Punkte habe ich dir dazu. Punkt Nummer 1. Schnitt bewirkt Wachstum. Eine Regel, die allgemeingültig ist für Bäume, Sträucher, Stauden. Allgemein gilt, Schnitt bewirkt Wachstum. Wenn du in den Wald gehst zum Beispiel und da einen Baum siehst und der hat zum Beispiel durch ein Unwetter einen Teilbereich rausgerissen bekommen, das ist ja im Prinzip ähnlich wie Schneiden. Was macht der? Der wächst und wächst und wächst an der Stelle, bis der wieder einigermaßen ausgeglichen ist. Und so machen es die Pflanzen allgemein. Da wo geschnitten wird, da wird gewachsen. Und bei der Hortensie ist es so, ja, wir wollen ja durch den Schnitt bewirken, dass die Pflanze wächst, deswegen müssen wir schneiden. Punkt 2. Starker Schnitt bewirkt starkes Wachstum. Also nochmal zurück zu dem Baum. Wenn da die halbe Krone rausgerissen ist, dann wächst die unwahrscheinlich stark nach, damit die wieder ins Gleichgewicht kommt. Und so ist es bei den Hortensien auch. Wenn du stark zurückschneidest, also lange Triebe abnimmst, dann treibt es an der Stelle auch wieder stark nach. Wenn du nur ein bisschen schneidest, dann gibt es eben nur einen leichteren Austrieb. Punkt Nummer 3. Schnitt bewirkt Verjüngung. In meinen Videos geht es immer darum, dass du möglichst lange Freude mit deinen Pflanzen hast und deswegen gebe ich dir immer Tipps, damit die Pflanzen möglichst lange leben. Und deswegen auch bei den Hortensien. Wenn du regelmäßig schneidest, dann bewirkst du, dass die Pflanze sich ganz automatisch regelmäßig verjüngt und dann hast du nicht irgendwann eine Pflanze, die alt und nicht mehr blühfreudig ist, sondern durch den regelmäßigen Schnitt bewirkst du, dass immer wieder was Neues nachwächst und das ist das Perfekte für die Hortensie. Also, warum sollten wir schneiden? Punkt Nummer 1. Schnitt bewirkt Wachstum. Nur weil wir schneiden, entsteht Wachstum. Punkt 2. Starker Schnitt bewirkt starkes Wachstum. Und Punkt Nummer 3. Schnitt bewirkt Verjüngung. Mach das regelmäßig, dann hast du die schönsten Hortensien. Fragt sich jetzt gleich, ja und wann machen wir das am besten? Und damit zur Frage Nummer 2. Wann ist der beste Schnittzeitpunkt? Ja, und du schmunzelst vielleicht auch so wie ich. Der Hintergrund ist anders, richtig? Genau, der war vorher orange und der hat sich jetzt kurz mal gewandelt, weil Frage Nummer 2 habe ich aufgenommen, abgeschnitten und aus Versehen weggeschmissen. Und deswegen muss ich den jetzt einfach nochmal aufnehmen. Und den orangefarbenen Hintergrund, den gibt es aktuell gerade nicht. Deswegen, ich hoffe, du verkraftest das. Also, Frage Nummer 2. Wann ist der beste Schnittzeitpunkt? Und die Frage ist auch ganz einfach zu beantworten, nämlich das Frühjahr ist der typische Zeitpunkt zum Hortensienschneiden. Also Ende März, Anfang April, je nachdem wie warm es im Frühjahr ist, da schneidest du deine Hortensien zurück. Und wie du das machst, das erfährst du ja gleich im nächsten Kapitel. Aber noch ein Hinweis, manche Leute wollen auch noch im Herbst diese verblühten Blüten wegschneiden. Einfach deswegen, weil sie diese puscheligen Dinger nicht im ganzen Garten rumfahren haben wollen. Und wenn du das machst, das kannst du gern machen, aber dann sei vorsichtig, schneid nicht zu tief, sondern schneide wirklich bloß oben ab, weil wenn du da schon zu tief schneiden würdest im Herbst, dann könnte es sein, dass der Frost in die Stängel sitzt und dass deswegen die Hortensien dann im Folgejahr nicht so gut austreiben. Also nochmal, einmal im Frühjahr kräftig schneiden und wer möchte im späten Herbst noch die Blüten oben abnehmen. So, und jetzt zurück zum orangefarbenen Hintergrund und zur Frage Nummer 3. Und damit zur Frage Nummer 3. Welche Schnittregeln sind zu beachten? 3 Regeln habe ich dir mitgebracht. Regel Nummer 1, die gilt für alle Hortensien. Und zwar heißt die Jahresregel. Hortensien sollen jedes Jahr geschnitten werden. Das ist wichtig.
weil wenn du 2 oder 3 Jahre lang wartest, dann musst du relativ stark zurückschneiden und dann gibt es einen starken Austrieb und das ist dann ungünstig für die Blüte. Deswegen jedes Jahr schneiden, dann hast du eine konstante Blüte jedes Jahr. Regel Nummer 2, dann nehmen wir jetzt einen Teil der Hortensien und die stopfen wir in einen Sack und sagen, das ist die RS-Gruppe. Und RS-Gruppe, das ist eine Abkürzung für die Rispenhortensien und für die Schneeballhortensien. Und ich habe dir mal so eine Rispenhortensie mitgebracht. Du siehst hier einen langer Trieb mit einer spitzen, rispenförmigen Blüte. Die Schneeballhortensie sieht ähnlich aus, auch eine große Blüte, aber die ist oben rund. So, und die beiden, die bilden diese RS-Gruppe und da ist wichtig, dass wir die ganz einfach genauso schneiden, wie wir Rosen schneiden. Rosenschnitt, hier gibt es ein Video, aber in Kürze für dich auch hier. Rosen wollen zum einen mal stark geschnitten werden, weil die wollen stark treiben, damit es starke Blüten gibt. Und das zweite ist, dass Rosen und auch die Hortensien der RS-Gruppe, dass die immer am diesjährigen Holz blühen. Also dieses Holz, was dieses Jahr wächst, das macht dann Peng obendrauf die Blüte. Und deswegen schneiden wir die Hortensien von der RS-Gruppe auch ziemlich tief, so wie wir die Rosen auch ziemlich tief schneiden. Ich habe dir mal den Unterteil mitgebracht, gell? Also so hoch ist die Hortensie und nur so viel bleibt dann zum Schluss übrig. Gell? Also richtig stark zurückschneiden, damit die richtig stark austreiben kann. Das ist wichtig bei den Rispenhortensien und bei den Schneeballhortensien. So, und die dritte Schnittregel, die bezieht sich jetzt auf die restlichen Hortensien und zwar nenne ich die TB-Gruppe, also die Tellerhortensien und die Ballenhortensien. Auch da habe ich dir mal so eine Ballenhortensie mitgebracht. Das ist noch eine ziemlich junge Pflanze gewesen, die hat bei uns vor der Haustüre gestanden. Die werden auch schon mal höher, aber das ist jetzt noch ein ziemlich junger Trieb, aber da kann man es schön erkennen, ne? Die runde ballenförmige Blüte. Bei den Tellerhortensien, da ist die Blüte einfach flach und hat ringsrum so einen großen Blütenblätterrand. Und bei denen ist es so, da ist es jetzt nicht ganz so einfach, da muss man sich ein bisschen konzentrieren, aber das kriegen wir hin. Und zwar habe ich da die 3/3 entwickelt. Wenn du die im Internet suchst, die gibt es nirgendwo. Die habe ich nur für dich, damit es einfach wird. Wir wissen, dass die Ballen- und Tellerhortensien immer am Vorjahresholz blühen. Was heißt das? Das heißt, dass der Trieb, der im Vorjahr wächst, dass ich den nicht ganz wegschneiden darf, so wie bei der Rispenhortensie, weil wenn ich das mache, dann habe ich nämlich im nächsten Jahr gar keine Blüte, weil nämlich in den obersten Triebknospen an dem diesjährigen Stiel, da gibt es nämlich Knospen, die die Veranlagung haben, dass die im Folgejahr blühen. Was bedeutet das? Dass ich natürlich diese Triebe auch erhalten muss und nicht einfach ganz tief unten abschneiden darf. Also warum jetzt die 3/3-Methode? Ganz einfach. Wir schauen uns die ganze Hortensie an und wenn die zum Beispiel 10 Triebe hat, ja, dann schauen wir uns die 3 höchsten Triebe an, also die am stärksten sind und von denen sagen wir so, und ihr seid die Kandidaten, die auch nächstes Jahr blühen dürft und sollt. Und deswegen schauen wir uns die hohen Triebe an und sagen, okay, die schneiden wir jetzt so weit zurück, bis wir die 2 dicken Knospen haben, die sich so gegenüberstehen. Das sind immer die Knospen, die praktisch die Veranlagung haben, um nächstes Jahr zu blühen. Also 2 gegenständige Knospen, die relativ dick sind. Die sind jetzt noch ein bisschen mager, weil das ist jetzt ein Herbstzweig. Aber im Frühjahr siehst du das dann schon, welche dick sind. Und da drüber schneiden wir ab. Aber nur das 1/3, also die 3 Triebe, die die höchsten sind. So, jetzt haben wir also ein Drittel, was nächstes Jahr ganz sicher blüht. Vorher haben wir gelernt, wir wollen ja auch die Pflanze regelmäßig verjüngen, dass die immer wieder von unten frisch kommt und deswegen machen wir jetzt das 2. Drittel. Das schneiden wir ganz unten an der Basis, also genau über der Erde. Da schneiden wir weitere ungefähr 3 Triebe, wenn es 10 Triebe gibt, schneiden wir die ganz tief unten ab. Was bewirkt das? Das bewirkt, dass von unten frische Triebe kommen und die blühen ganz sicher im Folgejahr nicht, aber das sind dann die Kandidaten fürs nächste Jahr, weil die ja dann im Folgejahr 1 Jahr alt sind und nicht geblüht haben. Summa summarum, jetzt bleibt noch ein Drittel übrig, richtig? Und das ist sozusagen das Drittel, da kannst du jetzt frei entscheiden. Wenn du die Hortensie im Folgejahr mit vielen Blüten haben möchtest, dann lässt du die tendenziell eher hoch, also auch über die Knospen oben abschneiden. Und wenn du sagst, nee, die Hortensie ist mir irgendwann auch zu groß und ich möchte lieber ein bisschen tiefer haben, dann sagst du, okay, dieses 3. Drittel nehme ich eher ein bisschen tiefer, damit ich die runterhole, Stück für Stück. Und deswegen also diese Drittelmethode,
das ist eine Methode, die wissen manche Gärtner noch nicht, aber jetzt weißt du es. 1/3 oben nur die Köpfe runterschneiden, so tief, bis die erste doppelte Knospe kommt. Das zweite Drittel unten rausschneiden, damit das frische Holz fürs Folgejahr kommt. Und bei dem dritten Drittel, da bist du dann kreativ und schneidest so, wie es du für richtig hältst. Also nochmal, was ist wichtig bei den Schnittregeln? Die erste Regel gilt für alle Hortensien, die da heißt, jedes Jahr schneiden. Nicht alle paar Jahre, sondern jedes Jahr schneiden, damit es jedes Jahr eine kontinuierliche, schöne Blüte gibt. Regel Nummer 2, das ist die RS-Gruppe. Und RS-Gruppe sind die Rispenhortensien und die Schneeballhortensien. Die schneiden wir wie die Rosen, nämlich tief unten, damit die Vollgas geben und am einjährigen Trieb blühen. Und bei der TB-Gruppe, das sind die Tellerhortensien und die Ballenhortensien, da sind wir vorsichtig und wenden die Drittelmethode an. 1/3 oben runterschneiden die Köpfe bis zur doppelten Knospe, das zweite Drittel unten an der Basis nehmen und beim dritten Drittel, da sind wir variabel und schneiden so, wie es uns gerade passt. Und wenn du das anwendest, dann hast auch du wunderbar blühende Hortensien in deinem Garten. Fassen wir kurz zusammen, was wir soeben besprochen haben. Warum sollten wir Hortensien schneiden? Punkt 1, Schnitt bewirkt Wachstum. Also wenn wir schneiden, dann fördern wir das Wachstum. Punkt 2, starker Schnitt bewirkt starkes Wachstum. Und Punkt 3, Schnitt bewirkt, dass die Pflanze jung bleibt. Und die Frage Nummer 2 war, wann ist der beste Zeitpunkt? Und der ist eindeutig immer im Frühjahr, also Mitte bis Ende März, da ist Zeit zum Hortensienschneiden. Und welche Schnittregeln sollten wir beachten? Und da gibt es diese allumfängliche Regel, die immer gilt, jedes Jahr Hortensien schneiden, damit wir jedes Jahr eine gleichmäßige Blüte bekommen. Schnittregel Nummer 2 ist die RS-Regel, nämlich für die Rispenhortensien und für die Schneeballhortensien. Und die schneiden wir stark zurück, so wie die Rosen, damit die stark austreiben, weil die nämlich am diesjährigen Trieb blühen. Und dann noch die Regel für die Tellerhortensien und für die Ballenhortensie, also die TB-Regel, die da sagt, wir machen diese Drittelmethode. 1/3 nur die Köpfe rausschneiden bis zur ersten Doppelknospe, 1/3 unten an der Basis rausschneiden, damit es wieder frisches Holz fürs kommende Jahr gibt. Und beim letzten Drittel, da bist du variabel. Das machst du so, wie es für dich am besten passt. Und ich bin sicher, das kriegst du nach diesem Video hin. So ihr Lieben, das war jetzt mal das Wichtigste zum Thema Hortensien. Da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Es gibt nicht nur die 2 Gruppen, sondern es gibt auch weit mehr Hortensien. Und wenn dich das Thema brutal interessiert und du sagst, da möchte ich mehr wissen, dann empfehle ich dir, hol dir meinen Online-Kurs zum Thema Hortensien. Den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der Kurse mal wiedersehen. Das Schöne daran ist, dass mit jedem Online-Kurs, den du dir holst, da unterstützen wir ein soziales Projekt. Infos gibt es immer unter www.draußen-helden.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass doch gerne ein Feedback hier. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal. Und denk immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne macht's gut, haut rein Freunde, dein Thomas.